Dunkel die Nacht, schwarz, überall schwarz. Schwarz wie ein frisch gebrühter Kaffee. Aber nicht am Morgen, sondern um Mitternacht. Wenn Gotham schweigt und Bruce Wayne wach liegt. Wenn Bruce Wayne je in Rente geht, nicht weil er muss, sondern weil er endlich will, dann fährt er nicht mit einem normalen Wohnmobil, sondern mit diesem Gefährt. Dem Triplock Base Black Edition. Ein eleganter Schatten auf Rädern. Ein Raum für Rückzug, aber auch für Aufbruch. Entwickelt in Japan von Derek Cars, nicht in der Batman-Höhle, aber mit ebenso klarem Anspruch. Jedes Detail durchdacht, jeder Zentimeter sinnvoll genutzt. Kein materialischer Monolith, sondern eher eine Hommage an das Designverständnis der 70er und 80er Jahre, als Camping noch pure Freiheit bedeutete. Als man noch oft allein über die Landstraßen rollte. Ohne Navi, ohne App, nur mit einem Ziel, ankommen, wo niemand wartet. Der Lack ein tiefes Schwarz, das mit der Nacht verschmilzt, unauffällig für alle, die nicht gesehen werden wollen. Die Seite lässt sich öffnen wie ein Flügel. Was von außen kompakt wirkt, wandelt sich in einen offenen Raum, in dem Innen und Außen zu einer Landschaft verschmelzen. Ein Wohnzimmer unter freiem Himmel. Wobei es vermutlich ganz hilfreich sein könnte, ein paar Fledermäuse dabei zu haben, denn die fressen ja bekanntlich Mücken. Die Front trägt ganz klar Spuren der Vergangenheit. Klar, Toyota, solide, sicher. Dieser Camper sucht nicht nach dem Applaus auf dem Campingplatz. Er steht lieber leicht versetzt in einer vergessenen Lichtung oder am Rand eines Parkplatzes, wo die Schatten länger werden und die Fragen weniger. Ein Fahrzeug, das nicht auffallen will, aber eben genau dadurch auffällt. Natürlich gibt's draußen alles, was man braucht. Ein Landstromanschluss, eine Außensteckdose mit Warmwasser und sogar eine Außensteckdose für Grill, Licht oder Laptop. Aber das ist bei diesem Fahrzeug fast Nebensache. Charakteristisch sind die aufklappbaren Seitenteile. Sie verwandeln das Fahrzeug in eine Bühne für die Natur. Man sitzt nicht einfach im Camper, man lebt am Rand der Landschaft. Drinnen und draußen verschwimmen. Der Himmel wird zur Decke, der Waldboden zum Wohnzimmer. Holz und Schwarz dominieren das Bild. Keine grellen Farben, kein Schnickschnack. Ein stimmiges, ruhiges Konzept. Fast wie ein japanischer Zen-Raum mit Rädern. Im Heck befindet sich das Badezimmer. Und wer genau hinschaut, der sieht keine Toilette. Aber fast schon mit Grund, denn die Toilettenphilosophie, die ist ja in Japan eine ganz andere. Und so kann sich der Kunde aussuchen, was er für ein Klo haben will. Und Japaner nutzen gerne ihre öffentlichen Toiletten, denn im Gegensatz zu unseren Toiletten sind das eher Wellness-Tempel. Direkt daneben ein fest eingebautes Bett, darunter großzügiger Stauraum. Davor die Sitzgruppe, bequem und bei Bedarf mit wenigen Handgriffen zum zweiten Bett umbaubar. Und über dem Fahrerhaus ruht der Alkoven, gemütlich, klassisch und natürlich mit verstecktem Smart TV. Die Küche reduziert, aber funktional. Ein Gas- oder wahlweise Elektrokochfeld. Ein Warmwasserspülbecken, etwas Arbeitsfläche und natürlich ganz japanisch, einen Mikrowellengrill. Perfekt für Tütensuppe um Mitternacht oder die Tiefkühlpizza mit Stil. Stauraum ist ebenfalls reichlich vorhanden. Unter dem Heckbett, in den Hängeschränken entlang des Dachhimmels und in kleinen Nischen, die erst auf den zweiten Blick zeigen, wie clever dieses Fahrzeug eigentlich geplant ist. Die Klimaanlage so gut in den Möbelbau integriert, dass man sie beim ersten Rundgang leicht übersieht. Kein Displayfeuerwerk, kein aufdringliches Surren, sie tut einfach, was sie soll. Still, unauffällig, angenehm. Dazu kommen 2 Deckenlüfter, die für zusätzliche Luftbewegung sorgen. Nicht spektakulär, aber zuverlässig, wie so ein leiser Mitfahrer, der nie meckert, aber immer für Frischluft sorgt. Und zu guter Schluss natürlich die harten Fakten in kompakter Form.
Der Triple Lock Base Black Edition wird in Japan gebaut von Direct Cars auf Basis eines Toyota Camroad. Unter der Haube arbeitet ein 2,8 Liter Dieselmotor mit 144 PS. Der Antrieb läuft über die Hinterachse, klassischer Hinterradantrieb mit 2 angetriebenen Rädern. Geschaltet wird automatisch über 6 Gänge. Das Fahrzeug misst 5,15 Meter in der Länge, 2,16 Meter in der Breite und 3,5 Meter in der Höhe. Also kompakt genug für schmale Landstraßen, aber groß genug für ernst gemeintes Camping. Innen finden sich 7 Sitzplätze und 6 Schlafplätze, dank festem Heckbett, umgebauter Sitzgruppe und Alkoven über dem Fahrerhaus mit Dachluke und integriertem Fernseher. Das Interieur ist in Holz und Schwarz gehalten, mit Schiffsbodenoptik am Boden und Decke. Fast schon Boutique-Charakter und links und rechts lassen sich die Seitenwände aufklappen, für den ganz großen Naturmoment. Die Küche bietet wahlweise Gas- oder Elektrokochfeld, eine Warmwasserspüle, einen 48 Liter Kühlschrank und einen japanisch typischen Mikrowellengrill. Also kompakt, aber funktional. Das Bad ist ein Multifunktionsraum mit Dusche. Innen und außen. Warmwasser bekommt man per Durchlauferhitzer. Die Energieversorgung übernimmt eine 460 Watt Solaranlage kombiniert mit einer 300 Stundenampere Lithium-Ionen-Batterie und einem 2000 Watt Inverter plus Landstromanschluss und Außensteckdose für alles, was draußen Strom braucht. Technisch ist alles an Bord. 9 Zoll Navi mit Wi-Fi, Rückfahrkamera, digitaler Innenspiegel, Bluetooth, 4 USB-Steckdosen, 6 Downlights, 4 Leselampen. Die Temperaturregelung übernehmen 2 Deckenventilatoren und eine leise FF-Heizung. Und der Stauraum reicht. Unter dem Bett, in Hängeschränken, in der Heckgarage plus Außenklappen für schnellen Zugriff. Kein Bling-Bling, kein Superheldengetue. Einfach ein durchdachter Camper. Der macht, was er soll. Ohne Cape, aber mit Charakter. Und wenn Batman irgendwann genug von Gotham hat, dann wird er vermutlich mit diesem Camper durch die Gegend fahren. Und morgens in Hokkaido den Nebel aus der Dachluke beobachten. Und er wird wahrscheinlich seinen Kaffee trinken. Schwarz. Natürlich schwarz.